Die jüngste Entdeckung macht Hoffnung auf die Besiedlung des Mondes, das bisher nicht gelöste Problem Wasser. Jetzt wurden Lavahöhlen entdeckt, die zum einen für eine Mondstation perfekt liegen und zum anderen Wassereis enthalten könnten. Wie ist die Lage auf dem Mond? Jetzt bei Klicks von Science Fiction. Herzlich willkommen. Es ist eine der größten Herausforderungen für eine Mondstation. Wie kommen die BewohnerInnen an Wasser? Von der Erde zum Mond transportieren würde Unsummen kosten. Es muss in jedem Fall dort gewonnen werden. Und Wasser wurde ja schon auf dem Mond gefunden. Allerdings ist es in Regolith gebunden. In diesem Gestein reagieren die Protonen des Sonnenwindes mit dem enthaltenen Sauerstoff und es entsteht Wasser, das allerdings nur in kleinen Mengen existiert und schwer abzubauen ist. Und auch das Mondgestein enthält Wasser in homöopathischen Dosen, also minimal. In Schmelzeinschlüssen aus der Zeit, als der Mond noch vulkanisch aktiv war, ist neben anderen Mineralien auch Wasser eingeschlossen. Auch nur sehr schwer zu gewinnen. Mit den jetzt entdeckten Höhlen könnte dieses Problem gelöst sein. Bei der Auswertung von Aufnahmen der NASA-Raumsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) hat ein Forschungsteam jetzt Lavahöhlen entdeckt, die möglicherweise Wassereis enthalten. Die Höhlen liegen im Philolaus-Krater. Er ist rund 70 Kilometer groß und liegt auf 72 Grad nördlicher Breite des Mondes. Rillen in der dicken Lavaschicht des Kraters deuten auf Lavahöhlen hin. Würden diese Höhlen jetzt Eis enthalten, wären sie perfekt für eine Mondstation geeignet. Sie böten Schutz und Wasser. Zitat: Ich denke, ich könnte einen wirklich spannenden Ort für die Erkundung und möglicherweise sogar eine menschliche Kolonie gefunden haben. Das sagt Pascal Lee vom Ames Research Center der NASA und vom SETI-Institut. Im Krater hat sein Team jetzt Öffnungen entdeckt, die zwischen 10 und 30 Metern groß sind, und auch etwas macht die Lage der Höhlen zum einen extrem interessant und zum anderen die Wahrscheinlichkeit für Eis sehr hoch. Sie sind 550 Kilometer vom Nordpol des Mondes entfernt und liegen auf der Erde zugewandten Seite mit ausreichend Sonnenlicht. Zitat: Damit ist der Krater außerhalb der dauerhaft beschatteten Gebiete der lunaren Polargebiete. Das erklärt Lee. Damit kann dort einfach Strom aus Sonnenlicht hergestellt werden. Die Höhlen wären wahrscheinlich aber auch kalt genug, um Eis zu enthalten, wie Eishöhlen hier auf der Erde. Und im Gegensatz zu dem im Mondgestein enthaltenen Eis viel leichter abzubauen. Und die Lage ermöglicht zudem die einfache Kommunikation mit der Erde, weil die Höhlen eben der Erde zugewandt sind. Zitat: Diese Entdeckung ist aufregend und kommt gerade zur rechten Zeit, gerade wenn wir uns auf eine Rückkehr des Menschen zum Mond vorbereiten, so der Präsident des SETI-Instituts Bill Diamond. Jetzt müssen diese Höhlen zunächst unbemannt erforscht werden, um zu klären, wie groß sie sind und ob sie Wasser enthalten. Sobald es Neues dazu gibt, erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann manipuliert der Algorithmus von YouTube nicht die Benachrichtigungen über neue Videos und ihr erfahrt auch wirklich, dass ein neues Video online gegangen ist. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Wasser auf dem Mond, da geht es um die Funde von Wasser im Mondgestein. Ansonsten, bis dann, bleibt dran.